Manchmal braucht man einfach eine Auszeit. Vom Stress, vom Multitasking, vom Schmuddelwetter, von Corona. Es gibt Zeichnungen, die wurden anscheinend genau zu diesem Zweck geschaffen. Denn das Bedürfnis nach visuellen Fluchten ist Jahrhunderte alt. Schon die alten Römer erträumten und malten ihren Locus Amönus, das schattige Lager am Ufer eines plätschernden Baches. So einen idyllischen Ort finden wir auch hier. Hirten rasten im Schutz einer Felswand. Ein Bach fließt ruhig vorbei, die Mutter stillt ihr Baby und ein kleiner Junge liegt schlafend zu ihren Füßen. Die Männer werkeln ein bisschen und die Frauen unterhalten sich leise. Und selbst Schaf und Esel halten eine Art Zwiesprache. Die ganze Szene strahlt von Sommer, Sonne und Harmonie. Gezeichnet wurde sie von einem Franzosen, Charles Echard, und das im zarten Alter von 16 Jahren, wenn man der Jahreszahl Glauben schenkt, 1764. Denn Charles wurde 1748 geboren. Dass man in den 1760er Jahren auch ganz andere Landschaften in Frankreich zeichnen konnte, sehen wir zum Beispiel hier an diesem Blatt von Simon Mathurin, La Tara. Hier haben wir es eher mit einem Locus terribilis zu tun. Einer dramatischen, ein wenig furchteinflößenden Szenerie. Wenn hier jemand miteinander in Dialog tritt, dann sind es nicht die winzig kleinen Figuren, sondern eher die Bäume und Felsformationen. Bei Echard dagegen das komplette Gegenteil. Hier stehen die Figuren im Vordergrund wie auf einer Bühne. Die Landschaft liefert lediglich den stützenden Rahmen. Ähnliche Werke schufen 100 Jahre zuvor die holländischen Italianisanten. Hier ein Beispiel von Nicolas Berchem. Berchems Kunst stand im 18. Jahrhundert hoch im Kurs und das ganz besonders in Frankreich. So ist es kein Zufall, wenn sich Echard ganz offensichtlich an ihm orientiert. Wie bei Berchem sind seine Figuren Stimmungsträger. Sie unterstreichen in ihrer freundlichen Art die liebliche Atmosphäre der Landschaft. Doch nicht nur die Stimmung, auch einzelne Motive lassen sich auf den Holländer Berchem zurückführen. Den schlafenden Jungen zum Beispiel kennen wir aus einer Radierung nach Berchem-Vorlage. Und Kuh und Esel waren sicher von dieser Radierung des Holländers inspiriert. Oder sehen wir diesen Druck, der einen ähnlich lachenden Esel zeigt. Für diese Orientierung nach Holland gab es einen Katalysator. Echards Lehrer an der Zeichenschule von Rouen war Jean-Baptiste Decamps, ein Kenner der holländischen und flämischen Kunst. Sein vierbändiges Werk zu diesem Thema hatte er im Entstehungsjahr unserer Zeichnung fertiggestellt. Zeichnungen wie dieses Blatt mit seinen Motivzitaten, die wie in einem Puzzle neu arrangiert werden, nennt man übrigens ein Pastiche. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zeitgenössischen Sammler und Kunstkenner ihre Freude daran hatten, die einzelnen Motive wiederzuerkennen. Und wenn das Ganze dann auch noch mit aktuellen Zutaten gewürzt war, wie hier mit dem jungen Mann im blauen Rock und Turban, als Hommage an den damals hochmodernen Orientalismus, dann gab es sicherlich Extrapunkte zu vergeben. In jedem Fall können wir dem jungen Künstler auf die Schulter klopfen. Chapeau! Denn das Blatt ist lebendig und leichthändig gezeichnet und trotz der verschiedenen Zutaten eine stimmige Komposition. Übrigens blieb Echard auch Jahre später seiner Prägung treu. Fast 20 Jahre nach unserem Blatt zeichnete er eine Genreszene im Stil des Niederländers Adriaan van Ostade. Sie befindet sich nicht weit von hier, im Frankfurter Städelmuseum.